da muss ich sagen, ich bin ein großer John Wick Fan. Ja, allerdings weiß ich nicht, ob die Macher es nicht ein bisschen übertreiben. Ich meine, das ist ja mittlerweile der 4. Film. Die ganze Serie war ein überragender Erfolg, ein Überraschungserfolg. Zudem, ich liebe den ersten Film. Alle anderen, die Nachfolger, das waren verdammt gute Actionfilme. Aber ich hatte so das Gefühl, dass hier einfach ja zunehmend Qualität durch Quantität ersetzt wird. Also man bekommt immer mehr Fights, immer mehr Verfolgungsjagden, immer mehr Gegner und so weiter. Da wird immer mehr reingepackt. Und ja, das ist nicht unbedingt etwas, das mich überzeugt. Ja, der erste Film hat einfach durch, ich sage mal, Charisma des Darstellers, durch die ja, durchaus interessante Geschichte beeindruckt, auch durch die Art und Weise, wie hier Action dargestellt wird. Und ja, in den Nachfolgern wurde einfach immer und immer mehr Action dazu gepackt. Aber es gab keine Innovation mehr. Also man melkt das Ganze jetzt einfach, habe ich das Gefühl. Und ich fände es schade, wenn die Serie am Ende ja, mit einem, ja, wenn die Serie am Ende so ein bisschen mau und glanzlos untergeht, dass man sie abstellt, nur weil die Zuschauerzahlen halt eben nicht mehr passen. Bislang hat es die Serie gefasst, die Zuschauer bei der Stange zu halten. Alle 3 Filme waren sehr erfolgreich, besonders der erste. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit der Serie. Das ist nur ein Teaser. Schauen wir mal rein. John Wick Chapter 4. Have you given any thought to where this ends? Ey, den kennt man, das ist ein Samurai, der letzte Samurai, der hat mitgemacht. You know this. Ah ja, die Yakuza werden wohl eine wichtige Rolle spielen. No one, Paris. not even you, can Es kill wird einfach immer abgefahrener, immer. Jesus, immer fantastischer. Wow, okay. You ready, John? Okay, der König der Unterwelt. Yeah. Er sagt ja nie viel, der Gute. Oh. Okay, also, ihr seht's. Okay, ihr seht, das hier war der erste von den 3, der mich zum Lachen gebracht hat. Gut, ich meine, bei Shakespeare hat man selten das zu lachen, außer natürlich, man liest eine seiner Komödien. Der Dinge eignet sich auch nicht unbedingt dafür zu lachen. Bei John Wick ist es anders, einfach durch die abgedrehte Action und auch den schwarzen Humor. Ich kann jetzt auch hier bei diesem Trailer nicht zu sehr ins Detail gehen. Schwierig zu sagen, wie mir der Film am Ende gefällt. Ich weiß noch, das letzte Mal im Kino beim 3. Teil habe ich fast schon so eine Art Überdruss gefühlt, weil es im Grunde genommen ja, wieder das Gleiche ist, halt einfach nur ein bisschen anders verpackt. Die haben zwar versucht, die Story ein bisschen fortzuentwickeln, diese Untergrundwelt, in der sich das Ganze abspielt, etwas zu erweitern, auszubauen, aber das fühlte sich einfach etwas verbraucht an. Das hier, das schaut auch wieder nach nur noch mehr vom Gleichen. Keine Ahnung, ob sie schaffen, da diesmal ein bisschen frisches Blut reinzubringen. Ich weiß es nicht. Was man jetzt aus dem Trailer herauslesen konnte, war, dass das jetzt mehr so eine japanische Note bekommen wird. Der vorletzte, der spielte in Italien, in den USA natürlich auch. Internationaler wurde das Ganze spätestens seit dem letzten Film, wo Titel aus der ganzen Welt auf John Wick angesetzt wurden. Diesmal Japan. Also immerhin, der Trailer hat ein Lächeln auf mein Gesicht gezaubert. Das war ganz gut. Ich werde mir den Film definitiv anschauen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle würde ich dann jetzt mal Schluss machen. Das war mein Trailer-Marathon. Den habe ich jetzt in unter 20 Minuten hinbekommen. Wie gesagt, ich werde das Video nicht bearbeiten, also bitte entschuldigt meine Versprecher und dergleichen. Hauptsache, denke ich mir,
ich schaffe es, das Ganze schnell hochzuladen und ich hoffe, dann zu diesen Franchises in der Zukunft noch zurückkehren zu können. Natürlich werde ich das ist ja immerhin Herr der Ringe und das ist Game of Thrones und das ist John Wick. Also ich hoffe, zu diesen Franchises nochmal zurückkehren zu können und sie etwas genauer besprechen zu können. In welcher Form, das werden wir sehen. Für dieses Mal soll es das gewesen sein. Ich verabschiede mich diesmal aus gleich 3 Welten. Oh mein Gott, wie schaffe ich das noch? Ich weiß es nicht. Also ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Bleibt cool und bleibt gesund. Bis dann.